Hui. Ich dachte nicht, dass da eine Zwischensequenz kommt. Boah, wie geil. Gladiatorenkämpfe, geil. The submarine. A proud tradition of the Carja. It's not like this in Meridian. At least, from here. Given time, I'm sure they miss it. What? Ich würde ihnen ja gerne helfen, aber ich glaube, das ist nicht erlaubt. Oh, sich mal wieder schön in so eine sonnige Bar draußen setzen irgendwo, ne? Das vermisse ich ja so dolle. Genau, Brot und Spiele. Brot und Spiele für die Massen. Fußball für den Zeitvertreib. Ach, hier gibt's gar nichts sonst. Ich dachte, ich könnte hier noch irgendwo anders hin. Aber sit hier. Hier muss ich rein. Now we get to see if your attack on their focus network was entirely successful. What are you talking about? Did I crash the network or not? In theory, all should be well. In theory, it all should Success. be Welcome to the Citadel, Aloy. I'll check back with you in a moment. In the meantime, circulate. Circulate. Schon cool gemacht hier mit dem Sonnenring. Schon geil aus. Hä? Ich wollte gerade sagen, darf ich die nicht nehmen? Guten Tag. Don't start thinking you're welcome here. You're only tolerated. Ja, ja. Passt schon. Hammer. Einfach der Hammer. Da geht's nicht weiter. Dann würde ich sagen, speichern wir hier nochmal zwischen. What's stopping the Outlanders from taking their payment and betraying? Erstmal noch hier hoch gucken. Ich bin neugierig. Wer ist er denn da hinten? Den grünen Klamotten. Strange. I used to walk by the same old man. I have nothing more to give, you or anyone. Krasse Rüstung. Nicht schlecht. It's disconcerting to see so many savages around Sunfall. Rumor has it they're in Bahavas' employ. The ceasefire? It's a nice idea, but what's the point? It won't bring us home any faster. My uncle passed away in the night. Jeden Winkel hier untersuchen, ne? Uthid was the most devoted Karja I knew. If he can't stay true. Nice. Paar Kisten noch hier. Schade, ich dachte, da könnte ich noch durch da unten. Outlander mercenaries have a mean look about them. Were I a traitor? Outlanders! If you want to hear about today's bounties, head for the throne room. You're not going to make any shards by standing out here. Filthy mercenary bottom feeders. I'll take the shards, even if it means having to listen to Bahavas. Netter Typ. Oh, wer sind die denn? Geil. How can we just decide not to strike back against the usurpers? I'm wary of this never-ending struggle. Strange illnesses, sudden death. Ja, da müssen wir wohl auch da rein. Ich würde ja gerne noch mit dem Priester hier reden, bevor ich da reingehe, aber gut. I don't have time to talk to Outlanders. Nett. Were I a gambler? The ceasefire at
Let's be generous. A month. Okay. Not even with it. By the glory of the sun revealed. Behold, radiant Edaman, the one true Sun King, the light in shadow, whose will is light and whose light is law. Ja. I command Lucius Bahavas to speak in my behalf. By the will of radiant Edaman does the sun glare down mercilessly upon the traitor Uthid. To the hunter who brings his head to us shall go a bounty of 500 shards. More prisoners than royalty, don't you think? Love your hair. You and I need to chat, little huntress. The green tent down in Shadowside. I'll be waiting. Kind of busy. We both know you're no killer for hire. Uthid is innocent. So come see me while there's still time to save him. So, the way in I spoke of is right behind you. You've got to be kidding. Not at all. And you needn't worry about the Kestrels. They'll be too busy acting important to pay attention to you. First time in the Citadel, gotta see the sun ring from on high. Rede mit Vanesha. Uthid, ein beliebter Offizier der Schatten. Karja wurde vom Hohepriester Bavas zum Tode verurteilt. Es muss mehr dahinter stecken, als auf den ersten Blick scheint. Aha. But the Kestrels. So fast. Ah, they want us to see this, boy. It makes quite an impression. You won't find us nearly as lenient as the Apostles. This isn't... The balustrade. It's a short drop from there. Du willst mich wohl verarschen. Du willst mich wohl verarschen. Ich soll runter in die Arena, oder was? Ceasefire or no? My Nee. family is starved. Avad will have to answer for that eventually. Das jetzt auf jeden Fall mal nicht. Da spreche ich aber erst noch mit der Lady. Ob wir den irgendwie retten können. I saw a Kestrel talking to a couple Outlanders. Looked like Like he was giving is, them orders. You're not known to Kikuk's killers. Have any songs been written about you? Maybe. How about you? Only laments. We're the enders of songs. Machine spirit or man spark. We stop them all. Ah, charming. Warmth is for weakness. I hear folks keep disappearing in the night. Charlie, danke dir. Alles klar. Gute Nacht. Schlaf Good gut. riddance. I hunt with Kikuk. Speak with him if you must. Explanation. We trusted him. Nora, you have the mark of a seeker. It's more complicated than that. I'm an outcast. Like you. Yes. I am Yun. These are the shunned. We'll take any job, but hunting our hated tribe, that's for free. Keep that in mind. Why did they cast you out? Murder. You? Birth. I guess nobody is immune to the temptation Birth. of heresy. Not even Uthid. Schön. Gnädiger Jusis. I am merciful Usis, Shield of Bahavas. Merciful. My enemies die fast. Gut, dass wir da mit denen reden. Da sind schöne Gespräche dabei hier. I am relentless Shivan. I guard the High Priest. From what? Whatever troubles him. So don't. Strange illnesses, sudden deaths, weird... They call me Savage Tarav, protector of Lucent Bahavas. Protector or enforcer? Depends on where the shadow falls. Now on your way. Ceasefire? It's a nice idea, but what's the point? It won't bring us home any faster. Richtig gut. Richtig gut. Ja, Klettere hinab. Wo wäre das hier? Da müsste ich jetzt bis ganz runter wieder.
Das mache ich aber erstmal. Bevor ich da jetzt runtergehe, rede ich erstmal mit ihr. Ist ja nicht weit bis dann nach unten. Dialoge wie in den Marvel-Filmen, ja, stimmt. Erinnert mich daran auch ein bisschen. Du hast recht. Du hast völlig recht. Die sind auch immer so augenzwinkernd ironisch. Okay, das heißt, wir müssen gleich da rein und dieses Vieh erledigen. Muss ich mir vorher nochmal angucken, wie wir das am besten erledigen. The food is from Dowager Queen Nasadi, little ones. Her Highness knows times are hard and helps when she can. Eat, but bring some home for your families, if you have one. I've heard whispers about you. Rides machines, fancy spear, delightful freckles. Some even say you have a conscience. How extraordinary. Who are you? You're obviously not one of the Shadow Karja. My name is Vanasha. For now, all you need to know is that I'm a whisper of reason in this howling pit of insanity. I know how that feels. I'm sure you do. And so does Uthid. He's a good man, so naturally the Shadow Karja want to murder him. I've done some digging, and I think he's headed for the Green Climb. It won't take those mercenaries long to find him. He could use some help, if you're so inclined. Stop being evasive and tell me who you really are. Stop being evasive? You might as well tell me to stop being charming. It's impossible, but I like you, so I'll tell you a secret. I have friends in Meridian, and I like to do favors for them when I can. Uthid might be of use to them, if he survives. How do you know Uthid is innocent? I'm excellent at making inquiries. Look, he feeds orphans from his own rations and personally punishes anyone who hurts the old or infirm. The idea that he would try to kill Edelman is ridiculous. He must have found something that can embarrass the priesthood. Otherwise, Bahavas wouldn't risk marking such a well-regarded man for death. What makes you think he's on the Green Climb? He knows he'll be pursued, so he needs a hideout that's both familiar and defensible. He once single-handedly held off an entire bandit clan in those foothills. My guess is that he'll fall back on what worked before. I'll do what I can for Uthid. But what about you? What about me what? What will you do while I risk my life? Useful things, little huntress. Look for 3 dead trees south of Sunfall. They mark the start of the Green Climb. Good luck. Ceasefire or no, my family... Da oben. Na gut, dann will have to answer for that eventually. werde ich jetzt doch erstmal da rein. If you cause trouble, won't cost you a shard just to look. You'll regret not stopping with. Tja, dann auf in die Höhle des Löwen, wollte ich gerade sagen. Aber es passt ja ausnahmsweise mal. We've got to trust Bahavas. Outlanders are idiots, but perhaps they're useful. Dass die alle mal stramm stehen, wenn ich vorbeirenne. Vor allem, wenn irgendwer vorbeirennt. Das muss doch voll anstrengend sein. So, gucken wir uns das Ganze nochmal an. So einer ist es hier, ne? Ein Behemoth, genau. Schwäche keine. Kistenhalter, Schwäche alles. Okay. Diese Halter da unten muss ich auf jeden Fall approachen. Eisbehälter, Schwäche Eis. Am Arsch, okay. Eis am Arsch. Kraftlader Abriss.
Energie, also die drei, die da oben alle Abriss und das Ding da unten alles. Das heißt also Eis und Abriss. Gut. In diesem Sinne, mein Spiel habe ich sowieso. Feuer brauche ich hier nicht. Den habe ich ausgerüstet. Und anstatt den nehme ich jetzt noch Eis mit. Gut, in diesem Sinne. Kann ich einfach runter? Achso, muss ich wahrscheinlich hier die Queste. Klettere hinab. Ach, da drüben soll ich runterklettern, oder was? Hä? Ah, hier geht's runter. Okay. Nun gut. Ach du Scheiße. Juhu. Hep, 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 hep. Ja. Ach, ich soll ja nach unten. The other side of the tower. Look for a vent. Hä? Achso. I see you've been here before. Obviously. Now, it's very important that you hear what I'm about to say. I've shown you the way in, but this humble vent marks a point of no return. Before you descend into the depths here, you should be fully committed, equipped, and focused. No distractions. If you have errands to run, do them first or hold your peace. I won't tolerate whining. Is that clear? You'll tolerate what I give you, Silence. I didn't ask you along for the ride. Ja, ich glaube, ich bin genug vorbereitet. Dann mal rein da. Ich bin gespannt. I'm heading down. I've spent a lifetime trying to uncover the secrets of this world. Where the machines came from. How the old ones achieved such marvels only to fall into silence and death. A lifetime of failure, as year by year, decade after decade, I hit walls I could not break, doors I could never breach. Hello. Until a Nora huntress marched out of the savage east. And voila, for her, all the deepest secrets of the earth were laid bare. I suspect you will have an easier time with this door than I did years ago. Hold for identiscan. Genetic profile confirmed. Entry authorized. Malfunction. 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 Are you kidding me? You don't hear me laughing. Shut up. There's gotta be another way. Hey! Elizabeth Sobek here! Requesting access! Access request acknowledged. Root command functions available. Do you wish to proceed? I do! Get me through this door! Analyzing. Primary access inoperable due to mechanical failure. Emergency venting procedure likely to circumvent blockage. Do you wish to proceed? Yes. Emergency venting authorized. I underestimated you. I think by now Guess you can't have everything. That will draw attention. We won't have this place to ourselves for long now. We? Last I checked, I was the one risking my life down here. Yes, fine. Now will you please get moving? There's so much to learn in less time than I'd hoped.
Ich will mich trotzdem hier umgucken. Das ist dann immer so ein bisschen unrealistisch, ne, wenn man jetzt hier wieder alle Zeit der Welt hat. Aber gut. Das ist halt auch nur ein Spiel. Welcome to Project Zero Dawn. Zero Dawn. We found it. Are you really so surprised? Facility diagnostics detect multiple failures. Attempting repair. So, what was this room? An entrance hall, perhaps. Have a look around. Bin dabei. Noch ein Vorfall. Von Loungepersonal an Verwaltung. Betreff noch ein Vorfall. Der unglückliche Zwischenfall mit Dr. Propovic heute Morgen ist ein weiteres Beispiel dafür, dass das Empfangspersonal Unterstützung braucht. Wir wissen, dass Zero Dawn ein außerordentlich kompliziertes Projekt ist, aber als diejenigen, die an vorderster Front stehen, möchten auch wir endlich gehört werden. Wie bereits erwähnt, brauchen wir menschliche Dolmetscher, beispielsweise für Polnisch, Sicherheitspersonal, das beispielsweise wütende Embryologen in Schach halten kann, und dermale Beruhigungsmittel, beispielsweise für Menschen, die auf Polnisch herumschreien und Stühle und Vasen nach dem Empfangspersonal werfen. Ja, die meisten der Kandidaten sind relativ ruhig und benehmen sich gut, aber wir brauchen Hilfe bei denjenigen, die die Ausnahmen dieser Regel darstellen. Bitte antworten Sie auf diese Nachricht. Ich ahne, in welche Richtung es geht. Gendaten sammeln und die perfekten Leute für so einen Kryoschlaf finden. Ausnahmen bestätigen die Regel, genau. Wir brauchen auch Unterstützung. Empfangspersonal an Verwaltung betreff, wir brauchen auch Unterstützung. Das Empfangspersonal benötigt beim Umgang mit den ZD-Kandidaten bei ihrer Ankunft, Zero Dawn-Kandidaten bei ihrer Ankunft in der Anlage zusätzliche Unterstützung. Viele sind verängstigt oder verwirrt. Manche sind sehr aufgewühlt. Diese Personen sind nicht daran gewöhnt, dass man ihnen Informationen vorenthält. Wir benötigen zumindest menschliche Dolmetscher, die Sprachbots reichen nicht aus, und leichte Beruhigungsmittel für die extremen Fälle. Jede Art der Unterstützung ist willkommen. Vielleicht wäre es ein Anfang, wenn ich eine Antwort auf meine Mails erhalten könnte. Hello, Project Zero Dawn. Please take a seat and wait for your name to be called. A selection of beverages and snacks are available. A smaller room. Warteraum. Schalldämmung. Von Loungepersonal an Verwaltung. Schalldämmung? Wäre es möglich, die Schalldämmung zwischen VR1 und dem Loungebereich zu verbessern? Die meisten Kandidaten bleiben während der Präsentation ruhig, aber diejenigen, die schreien oder schluchzen, werden von den Kandidaten, die auf ihren Aufruf warten, deutlich gehört. Ist nur eine Idee. Okay. Schreien oder schluchzen. Viewing room 1 for an important message regarding the purpose of your visit. Viewing Room 1, hä? Das ist wahrscheinlich Viewing Room 1 hier. Caddo, danke dir fürs Folgen. Herzlich willkommen im Vogelnest. Das sind deine Küken. Von Loungepersonal an Verwaltung. Nachschub. Sonst zum 5. Mal. Bitte sorgen Sie für Kräutertee-Nachschub in der Lounge. Wenn ich nochmal erleben muss, wieso ein Eierkopf die Krise kriegt, weil die Sorte Bio-Gurke-Minze oder Brombeer-Salbei alle ist, drehe ich noch durch. Bitte antworten Sie und diesmal ohne Sturm im Teeglas und Abwarten und Tee trinken Witze, okay? Okay.
Viewing Room 1. Okay, jetzt bin ich gespannt, was wir zu sehen kriegen hier. What was this place? A holographic theater. CD01 data intact. Initiating playback. Jetzt bin ich gespannt. Oh Gott. Welcome to Project Zero Dawn. I am General Harris, Chairman of the Joint Chiefs of Staff of the United States of America. I'm sure you've heard the rumors that Zero Dawn is a top-secret super-weapons program, the technological miracle that will save us from the Pharaoh Plague, if Operation Enduring Victory can hold off the robots long enough. The reason I'm sure you've heard the rumors is that I'm the one who spread them, and they are all lies. Zero Dawn is not a super-weapons program, and it will not save us. Nothing will save us. And here's why. Habe ich mir gedacht. By the time the glitch was noticed, it was already too late. Nothing could stop the Pharaoh Plague. Nothing can. Its robots will continue to replicate and devour the biosphere. Life on Earth will be destroyed. Our planet reduced to a barren sphere. Global extinction is inevitable. No matter how many we kill, the robots just keep exponentially making more. If we had their deactivation codes, we could shut them all down. The entire swarm. But since their cryptographic protocols use polyphasic entangled waveforms, cracking a code set would take half a century. At best, we've got 16 months. Not exactly what you'd call a survival option. The destruction of a biosphere is not the sort of apocalypse you can wait out in a fallout shelter or a space station. There will be no Earth left to reclaim. Just a lifeless, toxic rock with several million Pharaoh robots on it, hibernating, waiting for something to eat. This is the horrible truth behind the lies of Operation Enduring Victory. My lies. Lies designed to inspire millions of innocents to sacrifice themselves in battle. Why? One reason. To buy time for you and the work you will do here. Zero Day, the day that life on Earth ceases to exist, is coming fast. It cannot be stopped. The hope of Zero Dawn is that something new might come after. But I will leave it to Elizabeth Sobek to shine that thin ray of light into the darkness. Harris, out. Fuck. That doesn't make sense. Life on Earth didn't cease to exist. He said it could not be stopped. But it was. Somehow Elizabeth saved us. I've got to keep looking. Find out how she did it. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Vielleicht ist das hier alles nur die Erinnerung dessen, was mal war. Vielleicht ist das alles, ja, ein Computerprogramm. Und ich bin die künstliche Intelligenz von Elizabeth Sobek. Oh Gott. Aber so eine Nachricht jetzt, so eine Rede gerade zu hören, wo Russland damit droht, Atomwaffen einzusetzen, ist auch nochmal irgendwie ganz schön krass. Ja, super schade, dass jetzt gerade wieder die 21:9 Unterstützung in den Zwischensequenzen mal wieder nicht funktioniert, dass die sich immer wieder irgendwie überschreibt. Da muss ich auf jeden Fall den Patch wieder installieren und das nochmal machen. Sobald wir an einem Speicherpunkt ankommen,